Servus und willkommen zurück zu The Uncertain Light at the End. Beim letzten Mal haben wir ein bisschen sehr lang in der Apotheke festgehangen, ohne weiterzukommen. Wir konnten sie jetzt aber erfolgreich komplett erforschen, haben jetzt den Auftrag bekommen, einen Schlüssel für deinen komischen LKW, oder LKW, den Transporter, der da steht, zu suchen. Und unsere Figur, die Emily, meint, mit einem sehr straffen Blick, der könnte in der Apotheke sein, deswegen schauen wir da jetzt mal nach. Wir versuchen immer noch, Medikamente zu finden für unsere Mitmenschen, die irgendwo gebunkert sind. Es hakt am ersten Level, es ist der Wahnsinn. Ach, hast du einen Schlüssel gesehen? Scheinbar hat er keinen Schlüssel gesehen. Ich suche einen Schlüssel. Der letzte Mal lag der Schlüssel hier unten, unter dem Regal, aber das war auch eine Schlüsselkarte. Vielleicht ist der jetzt diesmal auf dem Scheißhaus. Ich gucke mal. Kann ich da jetzt rein? Nope, no. Nein, ich kann da nicht rein. Ist der Schlüssel vielleicht hier drunter? Nein. Damit immer noch nichts machen. Ich kann auch mit Escape nicht dieses Bild verlassen. Der Schlüssel, ist der vielleicht in der Apotheke? Keine Ahnung. Wenn es heißt in der Apotheke, muss er ja hier irgendwo sein. Ich würde eigentlich vermuten am Tresen. Wenn wir mal ehrlich sind. Die Steuerung ist auf jeden Fall ein bisschen schwammig. Ist nicht gerade die beste von Welt. Hier ist auch nur noch das Regal. Hier ist nichts. Auf dem Boden liegend oder auch nicht. Nope. Ja, da muss er ja irgendwo im Lager sein, schätze ich. Ah, guck mal. Was ist das hier? A kid's toothbrush. It's so tiny and cute. Ah ja. Eine Kinderzahnbürste. Oh, eine Dino-Zahnbürste. Wie cool. Leider kein Schlüssel. Nicht das, was wir gesucht haben. Das hier unten schaut doch schon viel besser aus. Finders keepers? Was ist das? Oh, eine Geldbeutel. Nice. Kann ich aber auch nicht mitnehmen. Erst sagen, wer es findet, darf es behalten, aber da nicht einstecken. Ja, das sind ja die richtigen Leute. So, da muss ich rein. Das ist schon klar. Das hat noch keinen Strom. Das ist logisch. Das... Whoa, that thing's massive. If only it was full of food. Da sind halt Medikamente drin. Surprise, out of order. Das ist halt... Da muss man mit klarkommen. Ich suche aber trotzdem noch den Schlüssel. Was ist eigentlich mit dir passiert hier? This thing's been lying here for a long time. Ja, unbekannt. Den hat's einfach umgehauen. Dem kann ich leider auch nichts zocken. Ich suche immer noch einen Schlüssel. Schlüssel. Ich schwöre, wenn dieser Schlüssel jetzt nicht in der Apotheke liegt, nachdem sie gesagt hat, in der Apotheke, dann gibt's aber auf die Backen. Ich schwör's dir. Der muss ja hier irgendwo sein. Das kann mir ja keiner erzählen. Ja, du willst den klingeln lassen. Schon klar, schon klar. Hier in der Tasche. Nein. Irgendwo hier auf dem Boden? Nö. Mein Gott, ich sitze seit einer verdammten halben Stunde in diesem verkackten Raum. Ich will nur diesen blöden Schlüssel haben, dass ich jetzt endlich weiterkomme. Irgendwo hier an der Wand? Nein. Ist der vielleicht hier unten irgendwo? Nein, ich kann mich halt auch nicht ducken. Also... Ducken hat es scheinbar nie gelernt. Muss doch der Schlüssel hier irgendwo sein. Das kann mir doch keiner erzählen. Diese komischen Punkte, wenn ich interagieren kann, werden mir noch 3 Kilometer vorher schon angezeigt. Muss doch hier irgendwo sein. Hier? Nein. Wo, Schlüssel? Wo habt ihr den versteckt? Komm, rückt ihn raus. Hier ist einfach nichts. Painkillers. Bingo. These will come in handy for sure. Einfach nicht da. It's a magnetic key for a safe. But which one? Habe ich nicht 3 Batterien? Sticking my hand in there is asking for trouble. Ah.
Theoretisch könnte ich da die Batterien einsetzen, glaube ich. Die ich habe. Ich habe doch 3, oder? Oder habe ich erst 2? Eine, ja. Oh, scheinbar habe ich alle 3. Okay. All the batteries have been placed. Aha. Fingers crossed. So schaut die Sache hier also aus. Power failure. Restarting the alarm system. Oder was? Willst du mich verarschen? Kann denn das sein? Das ist ja... No, 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 no. Was? Nee, Kollegen. So machst du ja mal nicht. Jetzt habe ich aus Versehen den... Park? Okay, this is not good. Jetzt habe ich aus Versehen den scheiß Alarm gescannt. Ach, leck mich doch. Den Alarm gescannt, genau. Ich habe den Alarm aktiviert. Okay, ich verstehe. Ich muss zwischen den... Ich darf nicht gescannt werden. Das kriege ich hin, hoffentlich. Ja. Komm, renn! Park? Where are you? What the? The alarm. Disable Oh, it using gosh. the manager's computer. Damn. On the way. Quick! Gott sei Dank kriegt mir das Scan hier nicht. Ja, wenn er dich ja natürlich erkannt hat, dann hat er dich so erst recht nicht gesehen. Oh, okay. Park ist zumindest... Hurry, Park. Park ist zumindest für irgendwas Quick-Time Event. Ich hatte gerade die Hand nicht an der Tastatur. This is getting bad. Das war knapp, du. Okay, nochmal das gleiche Spiel. Kein Thema. Ich bin mittlerweile geübt da drin. Again. Ey. Mach nicht den hier. Sei nicht uncool. Ach so, die andere Seite ging jetzt auf einmal an. Ja, das war schlecht. Das war durchaus scheiße. Okay. Okay, der habe ich gesehen. Gut, das ist ein bisschen unübersichtlich. Muss ich sagen. Ja. Das wird in der Tat sehr ungemütlich. Da gebe ich dir recht. Gut, ich muss jetzt einfach bei der erstbesten Gelegenheit gehen. Wink. Again. Ja, schon wieder. Ich sehe es. Ich muss einfach bei der erstbesten Gelegenheit, die ich sehe, weg hier. Okay, this sucks. Und jetzt? Wie soll ich da jetzt vorbeikommen? Ach so. Boah, Alter, ich dachte, da muss ich jetzt echt durch. Das wäre All right, Em? richtig hungrig gewesen. Yeah, I'm fine. I just need a sec. You sure the alarm will stay off? I guess. Anyway, it's off now. Just shout if you need me. Ja, danke. Fridge. I should try again. Wie? Du musst es nochmal probieren. Du hast doch gesehen, was gerade eben passiert ist. Wie kommst du jetzt drauf, dass es eine gute Idee ist, da nochmal zu ziehen? Weißt du was? Hier drauf Suddenly geschossen. I've got chills running down my spine. Scheiß drauf. Yes, it worked. Ach so, jetzt beim zweiten Mal hat es auf einmal geklappt. Verstehe. Gut, dann eine Runde die Kacke. Ich jetzt? Okay. Noch eine Reihe nach unten, bitte. Dann packe ich schon mal das hier ein. Der biebt. I just hope Alex knows how to say thank you. Ey, aber ohne Spaß, was war denn das jetzt gerade? Das mit den Alarmen, das war gerade schon ein bisschen unübersichtlich. Ich wusste nie, ob es jetzt vor mir, hinter mir war, welcher gerade nach links, rechts ging. Da musste ich gerade vielleicht schon schauen. So, Migränekiller. Sehr schön. Ich glaube, hier auf der anderen Seite war auch noch was ich brauche. Ja, aber da darf ich jetzt erstmal 300 Mal drücken. Das geht ja zum Glück schnell. Hallo? Ich möchte gerne... Danke. Oh, muss ich das jetzt jedes Mal einzeln machen? Oh mein Gott, natürlich. Ah, komm. Wenn ich meine Maus minimal bewege, dann geht dieses Feld auch weg. Was ein bisschen ätzend ist. Komm, drück. Mein Gott. Ja, die schaut sich aber auch erst ein halbes Jahr diesen blöden Schalter an. Komm, drück halt einfach. Oh, danke schön. So, gib her das Ding. Ein Magnetschlüssel für den Safe. Den haben wir vorhin schon gesehen. Ich drücke immer Shift zum Rennen, aber da läuft man nur. Da war bloß der Geldbeutel, den haben wir uns vorhin schon angeschaut. Wir gehen jetzt zum Manager.
Servusla. Nee, das war nicht hier. Das war im Pausenraum. Servusla. Setzen hier den Schlüssel ein. Und da wird dann hoffentlich der Schlüssel für den Transporter drin sein. Was? Was? What the fuck? Achso, 4 plus 4 plus 3 ist 11. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Gut, die 1 muss relativ weit nach unten, weil hier unten die kleinen Zahlen sind. Ich schätze mal, die muss 1 bis hier hin. Dann muss hier noch eine 3 hin. Und dann muss hier... Nee, das kann gar nicht sein, weil dann kriege ich gar nicht 10 zusammen hier. Muss die 1 vielleicht hier rüber? Dann muss die 2 hier runter. Die 3 müsste dann hier drüben ins Eck. Ach du Scheiße. Bewege die Teile, bis die Summe aller Zahlen in die... Achso, das ist die Hilfe. Okay. Um Gottes Willen. Okay, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Der Logik nach muss die 5 eigentlich hier hin. Weil hier sind die ganzen hohen Zahlen. Und die 1 muss irgendwo hier unten bitte hin, weil hier sind die ganzen niedrigen. Mit P kann ich auf Weiter drücken. Überspringe ich es dann? Bist du sicher? Ah ja, dann überspringe ich es. Okay, das ist ja lame. Okay. Ich glaube, das schneide ich einfach ein bisschen zusammen. Oder ich spule es vor. Oh Gott. Hier bin ich was Heißem auf der Spur. Glaube ich. So. So. Oh mein Gott, ich hab's gelöst. Okay. Junge, ich bin schlauer, als ich dachte. Sehr schön, da ist der Autoschlüssel drin, glaube ich. Ja, joink. Luke Autoschlüsselanhänger. Ja, Mann. Was anderes ist da gar nicht drin. Gut, auf geht's. Das Auto entsperren. Junge. Hallo. Ich hoffe, dass da das Zeug drin ist, was ich brauche. Oder dass ich nicht noch irgendein blödes Rätsel lösen muss. Komm, mach auf die Kiste. Now let's see what we've got. Quietsch, quietsch. Das Geräusch hat mir ein bisschen gefehlt. Oh, ein Haufen Kisten und eine Kokainwaage. A gravity jack. Natürlich. Just what we need to move that shelf out of the way. Habe ich gemeint. Ein Graviheber, genau. Das habe ich gemeint. Doch offensichtlich. Was soll es denn auch sonst sein? Mit dem Ding werden wir hoffentlich dieses blöde Regal endlich hochheben können. Das hat mich schon ein bisschen abgefuckt, die ganze Zeit dieses Regal da rumliegen zu haben. Hallo, Park. Was stisselt in the Hood? Ich mache jetzt einmal hier Hey, einen I Heber. found a gravity jack in the garage. Bet we could use it to move that shelf. That could work. Ne, Slide it underneath drei and I'll Läden. grab it from the other side. All right. Schieben. Oh, ich muss F gedrückt halten. Okay. Ah! Wieso hat das jetzt... Ach mein Gott, das war die Zwischensequenz überspringen. Oh mein Gott, ich liebe es. Ich liebe es. Ich fucking liebe es. Ich hoffe, dass ich das jetzt einfach nochmal neu starten kann. Und dann bin ich an der Stelle, wo ich das Auto aufgesperrt habe.
Weil diese Zwischensequenz wollte ich eigentlich nicht überspringen. Nur ist das auf einmal aufgeploppt. Bitte sag mir, das ist jetzt nicht übersprungen. Bitte sag mir, ich habe das Auto gerade aufgesperrt und bin gerade auf dem Weg zurück. Oh mein Gott, ich bin so... Nein, wo hat es denn gespeichert? Suddenly I've got chills running down my Oh mein Gott, wo hat es denn gespeichert? Yes, Oh, okay. Na gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Also gut, das mache ich nochmal. Mann, was ist das denn auch, dass da auf einmal dieses blöde Feld aufploppt mit F ohne jegliche Erklärung und dass da weiter steht? Ich habe gedacht, das wäre so ein Quicktime-Event. Ach Mann. Ich sehe schon, das Spiel hier wird ein absolutes Highlight. Okay, ist angeblich gelockt, aber ich habe es trotzdem aufgemacht, weil ich ein Gangster bin. Ich finde es auch gut, der gute alte Feuereimer, der hier an der Wand hängt. Fällt mir gerade mal so auf. Wer kennt ihn nicht? Das Jahr ist 2500 irgendwas. Wir haben noch Wassereimer zum Löschen vom Feuer. Slide it underneath, and I'll grab it from the other side. Ja, diesmal Alright. überspringe ich nicht. Na, da hat das Sound mal kurz gebackt. Damn it. Oh, seid ihr Vollidioten, Mann. It's here. Let's go. Egal, wir haben das, was wir brauchen. Shit, my backpack. Hold on, I'll be right back. Park, no. Forget about it. My inhalers. Alter. Den haut's fast aufs Maul, wie er da versucht, gerade rauszugehen. Was will er denn? Park? Park? Emily! Ja, super. Jetzt hat er es geschafft. Oh, servus. Fuck. Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Ich würde dem Typen natürlich helfen gerne. Na komm, wir probieren's mal. Was soll schon passieren? Human, stop where you are. For your safety, remain calm and do not resist. Das hört sich sehr vertrauenserwürdig an. Okay, er hat auf uns geschossen. Quick damit mit. Ich hab's gerade noch so geschafft. Du hast Vollgas daneben geschossen. Aber ich glaube, wir haben's gerissen. Escape the drugstore with Park. Ja, ich glaube, wir haben's gerissen. Ich glaube, das war auch sehr knapp mit dem Quicktime-Event. Ich hatte die Hände wieder von der Tastatur runter. Ich darf die Hände nicht runternehmen. Ich sehe schon. Ja, das ist schon mal unser Unterschlupf. Das sind die anderen Menschen, von denen wir vorhin schon gehört haben. Da wird sich gerade das feinste Instant-Gericht zubereitet, wie es ausschaut. Where the hell did you disappear to? Oh, you're back. So, how did it go? Ah ja, das ist ja... Ich bin fast gestorben, aber ansonsten, ja. Things got hairy. I'll explain later, but it worked out. We got the meds. Em's just trying to play it cool. You should have seen her blast that cop with a flare gun. She, what now? Enough, Alex. Just stop. We checked and no one came after us, okay? Goddamn stupid kids. You better learn to take things more seriously. Oh, don't mind him. The important thing is that you're safe and sound. Now then, I just made pancakes. Any takers? Thanks, Stück. but I gotta get some sleep. War es nicht halb 10 I can nachts? barely stand on two legs, much less hold a fork. All right. So I'll heat up a breakfast for you when you wake up. But please, will you first get some fever medicine? Wahrscheinlich to war der Olga? PC nur falsch It eingestellt. appears Vera is getting worse. And you, Park? Don't mind if I do. Thanks. Where's Matt? Off getting supplies. We're running low on food. He should be back soon. Emily, I think the old man needs your help. Can you check in with him? Ich weiß nicht, ob ich dem Aslak da jetzt helfen will. Der war schon ein bisschen Wichser zu mir. Weißt, wenigstens einer geht irgendwo hin und sucht Medikamente, während du Kasper da hockst. Geschenkt, du hast ein prosthetisches Bein, aber trotzdem, sei kein Wichser mal, Mann. Du Wichser. So, hier hängt was am Regal, das habe ich gesehen. Ich will es mir gerne anschauen und nicht in der Wand rumbacken, danke. Notiz von Alex. Brian zum Abendessen wecken. Vorausgesetzt, er schläft überhaupt. Lötkolben am Akku verwenden. Matt die Hölle heiß machen, weil er sich am Werkzeug bedient hat. Fair enough. Kann ich verstehen. So, du brauchst meine Hilfe. Ich gehe mal ganz kurz was gucken. Was ist denn hier? Brian sleeps here. Tries to anyway.
He hasn't been able to sleep lately. I should give him those pills I grabbed back at the drugstore. Das ist eine Idee. Liegt er da auch drin? Ja, der liegt da drin. Hallo? That might send the wrong idea. Dann halt einfach nicht. Dann soll er halt verrecken. Ein Foto. This picture's one of the few things I have left. Angenehm. Mom and Dad, Marta, I miss you so much. Ah. Schönes Familienbild. Schön, schön. Ein Bett. Warm, cozy, no robots. Sometimes just the simple things are enough. Ja, das glaube ich dir gern, du. I'd better find out what Alex needs first, before he really loses his shit. I also need to get those meds we found over to Olga. Ah. Das ist wahrscheinlich dann hier drüben, ne? Was anderes kann ich mir eh nicht groß anschauen. Wichtiges. Ja, dann reden wir mal kurz mit dir. Hallo, habt ihr was gebracht? Here, Olga. We managed to find the meds. Sehr emotional, die Gesichtsausdrücke. Ich kann die Freude wortwörtlich... Hatte ich das Baby gerade einfach fallen lassen? Oh, thank you, Emily. Little Vera's fever has made it so hard for her to sleep. I hope this does the trick. Gottes Willen. We'll see. Her cough it's very bad. When she wakes, I'll give her some of that medicine. But please, let her sleep for now. Well, we're all really hoping that... where'd this crib come from? Brian found it on one of the upper floors while you were away. I'm sad we'll need to leave it behind, eventually. It's not exactly portable. Okay, well, try and get some rest. I'm off to give Alex a hand. Okay, thank you. And to Park too. I hope the medicine helps. Mein Gott, Alter, bei den Gesichtern wird einem ja... da wird einem anders. Das lässt einen Dinge fühlen, die man vorher noch nie gefühlt hat. Mit der Gitarre kann ich noch was tun. Park was so happy when he spotted this guitar, but without an amp, it's not good for much. Ja, die habe ich vorhin gesehen. Die schaut ein bisschen komisch aus. Oder? Ja, irgendwie, keine Ahnung. Fehlen da die Seiten im unteren Teil. Na gut. Na gut. Hier ist noch eine Tür, die gucken wir uns noch I'd an. give anything for a hot shower right now, but Ah. no luck. Ach, das ist eine Dusche, stimmt. Das ist das Duschsymbol. Das Internationale, man kennt's. Ein kaputtes Regal. There's a boiler room back there. If we could just get this all out of the way. Na gut, das sind 3 Paletten und 2 relativ aufwendige Regale. Die hier wegen umzuschlupfen ist, glaube ich, nie das Problem. Hier ist noch eine Arbeitsplatte. Oh, was ist hier? Family Food. Oh, ein Essenskatalog. 3D gedrucktes Essen. Cool. Jede Gas... das lese ich jetzt nicht alles durch. 10 leckere Schnellgerichte. Nice. Hoffentlich lernen wir das auch irgendwann. Da brauchen wir Fingerabdruck. Alex's toolbox. I'd better ask before messing around with it. Gewarf, no geht's. Locked. Scheiße. Hey, kann ich mir einen Wasserkocher anschauen? Ja, kann ich. Cool. Reden wir nochmal mit den Leuten? Emily, Ja, komm. shouldn't you be resting? I thought you wanted a nap. Ach, Quatsch. Schlafen ist für die, die es brauchen. Wie geht's dir denn so? Tell me, what do you think of this place? How are you doing? Here in the city's outskirts, there are hardly any robots. Plus, it's warm and dry. All in all, it's not too bad. All this place needs are a few repairs and some cleanup to make it a good, proper home. It has to be hard on you moving from place to place. I mean, there's a whole city up there, and here we are underground. Literally. I just miss having a place to call home. I know exactly what you mean. For years, Alex and I lived in this house my father-in-law gave us. Just a tiny old place, but we always worked hard to keep it in good shape. Nothing fancy, but it was cozy, and it was ours. That sounds lovely, Claire. Oh, but you should have seen it when we first moved in. Cracks, mold, and spider webs everywhere. We actually considered selling it, but you know Alex. He insisted on fixing it up. And then... well, we got too attached to sell. I wish I could go back there. But I know I'll probably never see it again. Das ist schon unlucky, würde ich sagen. Ich unterstütze dich. Don't worry, you'll see it again. I'm sure of it.
Okay. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Yeah, but need any help? I mean, I can see you've already got your hands full here. Oh no, that's all right. You've done more than enough already. I can handle it. Go get some rest. Okay, dann, was ist denn da sonst so wenig los? Wie geht's Frauen und Kinder? Claire, this is a little forward, but there's something I'd like to ask, if that's okay. Um Gottes Willen, wie kann ich denn hier Dialoge führen? Junge. You and Alex, well, You're probably wondering how I wound up married to a guy like him. well, not exactly. No, it's okay. Believe it or not, Alex wasn't always quite so abrasive. 30 years ago, he was a completely different person. A robotics technician with a promising career. And I was just a country girl, really. And madly in love. Some people just change. But either way, I'm not complaining. I made a promise to stay with him. For better or worse. Jawohl, na immerhin bleibt sie treu. Was ist denn damals passiert? I'm curious. How did you escape? During the incident, I mean. Not a pleasant memory. Alex rushed home from work on his lunch break, frantic, yelling at me to pack my things right away. I remember him telling me that the robot cops had gone crazy, just grabbing people off the streets for no reason. At first, I didn't believe him. The weird thing about Alex, he's really good at his job, but he's never really liked robots. He wouldn't let us get one of our own. Said it was because he knew too much about them. Hat's Honestly, gewusst! I thought he was pulling some stupid prank, which was unusual. I didn't really believe it until I saw it with my own eyes as we were driving out of the city. You took an aero car? Weren't they all offline that day? Actually, we had an old school electric car. Rare, I know. What the but fuck? I'm afraid of flying, and Sehr Alex alt. liked to tinker with it. Kept it up real nice, washed and painted like new. Anyway, we quickly grabbed a few things and then went to pick up Brian. I see. And then? Why didn't you try to get out of the city? That was the plan, until we blew out one of the tires, and spares aren't exactly easy to find these days. And that's how we ended up here. So what about you? Not a lot to tell, really. I was headed out to grab some laundry when everything went black. And when I came to, there wasn't a soul in sight. When I got back to my place, my homebot was surprised to see me. He kept spouting nonsense, something about the war and humanity going extinct. Something was obviously wrong. With the robots, I mean. So I set out to find Marta on the other side of town. She's my sister. Did you find her? No, I like to think she saved herself, made it out somehow, but Ja, Marsch, da kannst du auf jeden Fall ordentlich Dialog führen mit den Leuten. Meine Fresse, ich glaube, mit denen, die Option machen wir noch und dann beende ich die Folge. Geht schon wieder eine halbe Stunde. Gut, müssen wir ein bisschen was cutten, aber, ne? what can you tell me about the others? Park and I haven't had much time to get to know everyone. Honestly, I doubt I'll be telling you anything you don't already know. Alex is grouchy as hell. Take it from me. But he's a hard worker and a devoted husband. Don't mind his thorns. He's a good guy deep down. He's just been through a lot. We all have, yeah. He kind of reminds me of my Uncle Owen, actually. Only content when he had something to complain about. What about Olga? We found Olga in an abandoned house last winter. She was scared and freezing. Oh my gosh, she could barely stand. She later told us that the rest of her group had been captured. She'd managed to hide, but ended up pregnant and alone in such a cold, dangerous city. I can't even imagine what it took for her to survive. We brought her to our camp, gave her food and shelter, and she stayed. And then Vera was born. Raising a child these days is especially tough, but we're all one big family here. Brian's our village elder, wise and calm, and he really knows his way around electronics, too. Alex shared a hospital room with him, back before everything went to hell, and they became fast friends. A lot in common, those two. And I'm not just talking about surviving the incident.
I don't really know that much about Matthew. Between you and me, there's something about him I don't like. He obviously wants to be a leader, bosses everyone around, but he's short on brains and wisdom, which is probably why he's always butting heads with Alex. He followed some tracks into our camp a couple of months ago and saw light coming from inside. Started snooping around and ended up scaring the hell out of us. Long story short, he decided to make himself at home. To be fair, he does his fair share for the group. He goes on supply runs, brings back food. Still, Matt's kinda weird. I try to stay away from him, and so should you. I've seen him holding his head, rubbing his temples with his fingers. Maybe that has something to do with why he's always so, charming? Well, we women are good at making excuses for our men. I understand what made Alex the way he is, so I put up with his swearing and grumbling, and the occasional mockery. Aber da haben wir sehr viel gelernt über die Leute, die hier sind. Hauptsächlich, dass Alex ein Arsch ist, aber nicht immer eine war. Matthew ist komisch. Und Olga ist fucking badass. Okay. Dann war's That's all I das. got. Thanks for the chat. Das war ein durchaus langes Gespräch. Alright, I'm ready for some downtime. Ja, Get some rest, honey. das bin ich jetzt auch, du. Denn ich beende jetzt hiermit die Folge. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Das war wieder eine Folge The Uncertain Light at the End. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich war der Kühli. Haut rein und ciao.